Hallo, heute sind wir im Zoo Krefeld. Was wir hier sehen, ist eine total authentische, analoge Begegnungsstätte zwischen Mensch und Tier, die begehbare Humboldt-Pinguinanlage, kombiniert mit Inka-Seeschwalben im Zoo Krefeld. Und was wir hier vor uns haben, habe ich mir sagen lassen, der gute Knabe heißt Kevin. Ein Humboldt-Pinguin von der Westküste Südamerikas kommt, übrigens aus dem tropischen und subtropischen Bereich, die vom kalten Humboldt-Strom profitieren, der eben sehr, sehr fischreich ist und wo die Sardellen, die kleinen Fische, von denen die hauptsächlich leben, entsprechend küstennah vorkommen. Was wir hier nur demonstrieren können, ist, wie groß die Faszination ist, wenn Mensch und Tier sich begegnen. Ja, man muss natürlich aufpassen, die haben einen rasiermesserscharfen Schnabel, die können also schon gewaltig zulangen, deswegen halte ich auch ein bisschen Sicherheitsabstand. Und die Besucher wissen das aber und respektieren es in der Regel auch. Vergesellschaftet sind die Tiere hier, die Humboldt-Pinguine mit den Inka-Seeschwalben, die gleichfalls von der Westküste Südamerikas kommen und die ebenfalls angewiesen sind darauf, dass der Klimawandel nicht so sehr zuschlägt und die Meeresströmungen sich nicht allzu sehr verändern, weil das ist das Damoklesschwert, was über uns allen, inklusive der biologischen Vielfalt, auch in diesen Bereichen schwebt, dass der Klimawandel zu dermaßen Kopfständen führt, dass die Nahrungsgrundlagen letztlich verloren gehen. Apropos Nahrungsgrundlagen verloren, die Nahrungsgrundlagen für die Humboldt-Pinguine gehen natürlich auch verloren, dadurch, wenn die Überfischung der Meere einsetzt. Das heißt, wenn zu viel Beifang gefangen wird oder über Bord geht und die natürlichen Ressourcen in den Meeren zu sehr geplündert werden. Des Weiteren kommt noch dazu, dass die Umweltverschmutzung, die Meeresverschmutzung den Tieren auch gewaltig zusetzt. Wenn wir bei uns Plastiktüten in den Müll schmeißen und die nicht vernünftig entsorgen und das Plastik in die Umwelt gerät, zerrieben wird im Laufe der Zeit zu Mikroplastiken, die dann über die Nahrungsketten, über die Kleinkrebse, die sie aufnehmen, über die Fische, die dies aufnehmen, bis zu den Endgliedern der Nahrungskette gelangen. Auch in uns Menschen kann man Mikroplastik nachweisen übrigens, und dasselbe gilt natürlich auch für die fischfressenden Tiere, wie hier die Inka-Seeschwalben und die Humboldt-Pinguine. Eine solche Anlage, eine solche begehbare Anlage als Begegnungsstätte zwischen Mensch und Tier wie hier im Zoo Krefeld für die Sympathieträger Humboldt-Pinguin und Inka-Seeschwalbe ist natürlich hervorragend geeignet, um auf diese Problematik aufmerksam zu machen, um die Schönheit dieser Tiere vorzustellen und die Menschen zum Nachdenken anzuregen, weil sie eben hier positiv emotionalisiert werden, positiv emotional berührt werden durch die Schönheit dieser Tiere. Diese Anlage ist übrigens eine Anlage, die mit Unterstützung der Zoofreunde Krefeld, ein 6000 Mitglieder starker Förderverein des Zoo Krefeld, entstanden ist. Und sie wurde wegen dieser Nähe, die sie zwischen Mensch und Tier gleichzeitig in sehr naturnahem Ambiente ermöglicht, 2015 mit dem BDZ Biber ausgezeichnet. Das ist die Auszeichnung für besonders tiergerechte und attraktive Anlagen des Berufsverbandes der Zootierpfleger in Deutschland. Das sind zwei Dinge, die man gerne ansprechen kann. Zum einen das bürgerschaftliche Engagement der vielen, vielen Tausenden, 6000 Leute an der Zahl, die sich für ihren Krefelder Zoo und für das Wohlbefinden der Tiere engagieren. Und das Weitere sind die Experten in der Tierpflege. Der Beruf des Zootierpflegers, ein 3-jähriger Ausbildungsberuf mit entsprechend hochqualifizierenden Fachschulinhalten, ist weltweit einzigartig, in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgeprägt. Und wir sind sehr froh, dass wir solche praxisnah arbeitenden Experten in unseren zoologischen Gärten haben, die sich um das Wohlbefinden der Tiere kümmern können. Na Kevin, findest du auch?
Infotafel in der Humboldt-Pinguinanlage im Krefelder Zoo zeigt natürlich auch ganz toll die Verbindung nach dem One-Plan-Approach der IUCN, des Internationalen Naturschutzverbandes, wonach die Zoos immer bedeutender werden mit ihrem Ex-Situ-Anteil einer Lösung der internationalen Naturschutzprobleme. Das heißt, die zoologischen Gärten engagieren sich ja nicht nur ex-situ, sondern im Sinne des One-Plan-Approach auch in situ, das heißt in den Lebensraum vor Ort, haben dort in der Regel Partner, wie die Loro Park Foundation zum Beispiel, über die Welt verteilt auch verschiedene Partner hat. Gibt es im Bereich des Humboldt-Pinguinschutzes den Verein Svenisco mit Sitz in Landau in der Pfalz, der 2008 gegründet wurde und wo auch der Krefelder Zoo seit 2012 Mitglied geworden ist. Und diese Organisation kümmert sich eben nicht nur um die Ex-Situ-Anteile, sondern darüber hinaus gucken die zoologischen Gärten, die darin vertreten sind, die sich dort engagieren, auch in die natürlichen Lebensräume der Tiere, kümmern sich dort um Schutzprojekte. Das geht los bei Auffangstationen in Zentralchile, wo man sich um Pinguine kümmert, die durch menschliches Verschulden zu Schaden gekommen sind. Geht eben weiter in die Region Concubino, das ist hier ein mittleren Bereich der Westküste Südamerikas, wo man sich um eine Meeresschutzzone kümmern möchte, die sowohl der Erholung der Fischbestände als letztlich natürlich auch den Humboldt-Pinguinen, Walen und anderen Fischfressern zugutekommen wird. Und in Peru laufen Zählungen, wissenschaftliche Erhebungen, wo es darum geht, zu erfassen, wie groß die Gefährdung ist und wie wir diesen Gefährdungsursachen begegnen können. Wie gesagt, das alles hier mitten in Krefeld. Selbst aus Krefeld guckt man an die Küsten Südamerikas und so sollte es auch sein in einer globalisierten Welt. Den Kanal kostenlos abonnieren und schaut doch mal in unsere Playlist über den Zoo Krefeld.